Ja, herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen ein Klo. Ich habe in den letzten Monaten 2 Videos rausgebracht. Einmal ging es da um die zweite Ebene und einmal ging es da um das Aufbackgitter mit der Silikonform, das heißt um Brötchen aufbacken eigentlich genau. Und es kam sehr, sehr häufig die Frage, warum darf ich denn das Aufbackgitter verwenden und die leere Silikonform, und das schadet nicht der Silikonform, und warum darf ich denn nicht die Silikonform leer verwenden in Verbindung mit der zweiten Ebene? Diese Frage kam jetzt sehr, sehr häufig. Da möchte ich auch einmal kurz drauf eingehen, um euch da einen Hintergrund zu geben, warum denn beim Brötchen aufbacken es nicht schädlich ist, die leere Silikonform und das Aufbackgitter zu verwenden, aber dass es schädlich ist, die zweite Ebene mit einer leeren Silikonform zu verwenden. Das hat nämlich einen einfachen Hintergrund. Und zwar geht es darum, wenn ihr hier Brötchen aufbackt, das heißt, ich lege die einfach mal rein, wenn ihr hier Brötchen aufbackt, dann backt ihr die auf kleiner Flamme und für ungefähr, ich sag mal 15, 20 Minuten. Das heißt, ihr habt die Silikonform der kleinen Flamme ausgesetzt und zwar 15 bis 20 Minuten. Wenn ihr hier auf das Rost auf die leere Silikonform auflegt und dann ein paar Kroketten drauflegt, so, braucht ihr, damit die Flamme wirklich nach oben kommt, mindestens die mittlere Flamme. Und dann braucht ihr bei den Kroketten auch so 25 bis 30 Minuten. Das heißt, ihr habt schon viel mehr Zeit und eine viel, viel höhere Hitze. Das heißt, mittlere Flamme, kleine Flamme. Weniger Minuten, viele Minuten. Und das ist der Hintergrund, warum ihr nicht bei dem Rost die leere Silikonform verwenden dürft. Denn damit setzt ihr nämlich der Silikonform eine höhere Hitze einer längeren Zeit aus. Das ist der Hintergrund. Ich hoffe, das ist hier ein bisschen klar geworden, dass Brötchen halt schneller gehen und die halt nur eine kleine Flamme benötigen. Bei den Kroketten habt ihr nun mal mindestens die mittlere Flamme und das auch fast die doppelte Zeit. Das heißt, hier habt ihr ungefähr 15 Minuten und hier habt ihr 30 Minuten. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum ihr bei dem Rost die Silikonform gefüllt haben müsst, aber bei den Brötchen es nicht gefüllt sein muss. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Die Frage kam immer sehr, sehr häufig. Ich möchte in dem Fall auch mal kurz 2, 3 Fragen beantworten, die mir auf YouTube gestellt wurden. Und zwar kam unter anderem die Frage, kann ich denn den Rost verwenden, ich packe die mal eben kurz wieder weg hier, den Rost verwenden, wenn ich unten Brötchen aufbacke? Theoretisch möglich, praktisch nicht möglich. Zeige ich dir. Also, wenn ihr hier Brötchen drin habt, dann passt zum einen schon mal nicht mehr das Rost drauf. Ein Problem. Das zweite Problem ist, wenn ihr hier Brötchen drauf macht, die liegen dann ja schön hoch an der Oberhitze, dann passt der Deckel nicht mehr. Also von daher, die Idee war gut, Umsetzung ist schlecht. Geht auch nicht mit kleineren Brötchen, habe ich ausprobiert. Funktioniert nicht, also mit so kleinen Baguettebrötchen, da geht es nicht. Wasser hier unten reinpacken geht auch nicht, weil dann habt ihr, also würde gehen, aber dann habt ihr oben halt so viel Feuchtigkeit. Wasser hat ja nun mal extreme Feuchtigkeit. Und wenn ihr das dann macht, habt ihr hier oben eure Kroketten, habt ihr dann matschig, die werden nicht knusprig. Ja, das gleiche Problem geht auch mit Mini-Pizzen. Wenn ihr die Mini-Pizzen hier oben drauf legt, müsst ihr halt die Silikonform füllen. Nur womit will man die dann füllen, wenn man oben Mini-Pizzen drauf hat? Auf den Rost bin ich eingegangen in dem Video mit der zweiten Ebene. Das verlinke ich euch, weil das gehe ich jetzt nicht nochmal durch die Thematik. Was ich euch aber noch kurz sagen kann, viele sprechen ja auch von der ersten Ebene, die es ja in verschiedenen Formen gibt, einmal hier von Omnion, einmal von anderen Firmen. Im Übrigen möchte ich auch kurz darauf hinweisen, egal welches Rost ich hier gerade zeige, die sind alle gleich aufgebaut. Es ist nicht firmenabhängig. Ja, nur damit ihr wisst, ich beziehe mich jetzt hier nicht auf eine Firma, ich habe die halt von einer Firma und das hat aber nichts damit zu tun. Alle Roste, die ihr wirklich erwerben könnt im Handel oder im Internet, die haben die gleiche Problematik. Ja, hier hat man mich auch gefragt, was gibt es denn da für Unterschiede? Kann ich euch auch sagen, grundsätzlich keins, aber ich finde, wenn man hier die Brötchen drin macht,
auf diesem Aufpackgitter von Omnia, finde ich, ist die Silikonform nicht gewellt unten. Hier habt ihr ja weniger Schlitze drin, das heißt so schmale Schlitze. Das heißt, ich kann sich auch mehr Hitze da stauen. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass sich hier drunter halt die Form etwas verändert nach einer Zeit. Das geht nicht sofort, das müsst ihr echt öfter ausprobieren und dann seht ihr den Unterschied. War mein persönlicher Eindruck. Ich habe schon wieder aufs Mikro gehauen. Wenn ihr jetzt wieder so ein Geräusch gehört habt, bin ich. Ich habe schon auf den Finger gekriegt vom Dennis. Ja, also wenn ihr ein Rost verwendet, dann kann es sein, dass sich nach einer Zeit eure Silikonform unten verändert. Das ist einfach nur der Hinweis. Das müsst ihr selber ausprobieren. Da möchte ich jetzt keinen Test und keine explizite Stellungnahme zu geben. Ich habe halt nur den Eindruck, dass es hier mit diesem Aufpackgitter, mit dem ganz normalen von Omnia, einfacher geht und mehr Luft durchkommt. Ja, aber ich wollte euch eigentlich nur den Unterschied sagen, warum bei der zweiten Ebene die Silikonform gefüllt sein muss und warum ihr Brötchen mit dem Aufpackgitter von Omnia halt mit einer leeren Silikonform machen könnt. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren stellen. Ich hoffe, die Frage ist damit hoffentlich beantwortet, aber kann ja immer mal sein, dass irgendwas nicht verstanden wird oder ich mich falsch ausgedrückt habe. Von daher wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Ich hoffe, es war informativ. Ja, und ich denke mal, wir sehen uns dann im nächsten Video. Kennt ihr übrigens das Video, was da oben ist? Oder das da unten? Und hier bei unserem Logo, da könnt ihr uns abonnieren. Ja, und klickt mal drauf. Ich denke mal, da sind interessante Videos für euch dabei, die wir schon gemacht haben. In dem Sinne sage ich mal Tschüss.